Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotogelaber-Podcast. Ich bin der Michael und bei mir, ihr seht's vielleicht, ist wieder der Dennis. Hi Dennis, Hi. wie geht's dir so? Ach du, ich glaube wie die letzten Male auch, ich kann nicht klagen. Heute tatsächlich ein bisschen im Stress, dass es mit der Aufnahme klappt, aber War bei mir auch so, ich war gerade noch auf einem Shooting, hab's gerade noch so heimgeschafft, die Kleine ein bisschen Essen zu geben und ja, jetzt geht's hier schon los. Mein Einstieg hier in die Folge war ja, ihr seht's vielleicht, weil ihr habt jetzt auch die Möglichkeit bei Spotify das Bild zum Podcast zu sehen. Die letzte Folge habe ich mal mit Video hochgeladen. Ich weiß jetzt nicht genau, es gab schon Rückmeldungen von ein paar Hörern, die gesagt haben, hey, da ist ja jetzt Video dabei, weil wir es eben nicht angekündigt haben. Das war von mir ja ziemlich spontan ausprobiert und es scheint auch schon zu funktionieren. Also wenn ihr Spotify, ich weiß gar nicht, wie das dann so funktioniert, ob das über die App läuft oder wie das da ist. Auf jeden Fall, ihr könnt uns jetzt auch neben YouTube auch auf Spotify begutachten, wie wir euch hier ein bisschen über Fotosachen zulabern. Ansonsten haben wir ein paar kleinere Themen. Ich will vielleicht kurz ein bisschen was von meiner Englandreise erzählen, wo ich ja mit ein bisschen Equipment drüber bin. Beim Dennis gibt es vielleicht auch noch ein paar Neuigkeiten. Und dann wollen wir vielleicht mal noch kurz einsteigen, ein bisschen über Sensorformate reden, weil da hat sich zumindest bei mir jetzt in den letzten Tagen auch ein bisschen was ergeben, beziehungsweise so mal wieder eine neue Denkweise in meiner Kamerakrise gezeigt. Und das werden wir doch jetzt einfach mal behandeln. da bin ich natürlich gespannt drauf. Ja, genau. Ansonsten, Dennis, bevor ich jetzt hier gleich einen Monolog starte über die Englandreise, was gab's denn bei dir sonst so Neues? Ein recht stressiges Wochenende liegt hinter mir. Wir hatten im Geschäft ein großes Event, wo den ganzen Tag, den ganzen Samstag quasi Halligalli war. Hausmesse. Korrekt, genau. Neues Konzept, deswegen alles noch ein bisschen ungewohnt. Ja, Kundenfeedback hat gepasst. War stressig, hat sich aber auch das eine oder andere ergeben. Ich bin mit Sigma ein bisschen ins Gespräch gekommen, habe tatsächlich das Angebot bekommen, eine BF mit in den Urlaub zu nehmen. Also um da die Brücke zu schlagen zur letzten Folge und unsere fast schon philosophische Angelegenheit, welche Kamera denn mit in den Urlaub kommt. Wenn das klappt, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall eine Sigma BF sein, wo ich mich tatsächlich sehr drüber freuen würde, weil ich finde die Kamera optisch gut und die kann auch richtig was und da kann sie dann tatsächlich mal zeigen, ob man das auch auf die Straße bekommt tatsächlich. Da bin ich dann wirklich mal gespannt, was du darüber berichtest. Ich hoffe, du hast einen zweiten Akku noch dabei, weil ich gehe mal davon aus, den wirst du fast brauchen. Die frisst schon ein bisschen, zumindest da, wo ich mit der ein bisschen unterwegs war, war das wirklich so, dass also über einen Tag wird's schon knapp mit einem Akku. Klar, der ist klein bei dem Gehäuse, aber ich gehe mal davon aus, ihr habt da auch ein bisschen was im Geschäft, vielleicht noch, was du da mitnehmen kannst. Ja, muss ich mal schauen. Und ganz zur Not gibt's ja immer noch die gute alte Powerbank 737, die dicke, die ist mit am Start, also von dem her. Ja, dann passt es, ja. Eben. Ja, dann, ja, wirklich, da bin ich sehr gespannt. Dann steige ich doch gerade mal ein in mein Wochenende, welches ich in England verbracht habe. Kurz als Zusammenfassung, sage ich mal, ich bin Donnerstagmorgens um 7 Uhr oder irgendwie sowas nach London gestartet. Wir sind da irgendwann um 9 oder so gelandet und waren da bis Sonntagabends um 11:30 oder so war ich dann wieder zu Hause. Wir hatten also schon so gesehen 4 volle Tage, wo wir das so ein bisschen verbringen konnten und wir haben klar die Reise gemacht nach London. Wir waren 2 Tage so ein bisschen im Hinterland, möchte ich es mal nennen. Sind so ein bisschen auf der Farm rumgehangen. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen, Clarksons Farm auf Amazon Prime, Serie von Jeremy Clarkson, der Top Gear und Grand Tour und so weiter gehostet hat. Da waren wir auf der Farm, wir waren in dem sein Pub, waren dann am nächsten Abend im Pub vom James May, also auch Top Gear, Grand Tour, haben uns den Pub noch angeguckt, haben kurz am Meer vorbeigeschaut und Stonehenge haben wir uns angeschaut, muss ich sagen. Ganz schön langweilig, die paar Steine, die da stehen. Also wirklich ehrlich. Sind Steine in der Wildnis, was habt ihr erwartet? Ja, es ist wirklich, also da muss ich gleich mal einen Tipp an die Zuhörer, wenn ihr euch das angucken wollt, das kostet, so viel wir das mitbekommen haben, 30 Pfund Eintritt, also irgendwas 35 Euro Eintritt. Es gibt aber die Möglichkeit, einfach 20 Minuten davon im Ort nebendran Richtung Feldwegen zu parken, also das sind ausgewiesene Parkplätze, ihr seid da nicht irgendwie illegal unterwegs und dann geht's da über einen
einen Feldweg zu diesem Stonehenge und das ist auch wirklich ein Feldweg, der ist Schotter und so, also befestigt. Man kann das auch mit dem Auto fahren und dann kann man sich das Ganze ungefähr 3 Meter hinter diesem Weg, der bezahlt wird, für umsonst anschauen, was schon mal sehr witzig ist. Wir haben das zum Glück vorher gelesen, weil bei 5 Personen 150 Pfund ist ja jetzt nicht wenig Geld. Da haben wir also ein bisschen sparen können und war schon mal sehr interessant, weil der Weg dahin, da stehen rechts und links von diesem Feldweg, ich glaube, das ist da dann auch erlaubt, stehen ganz viele Wohnmobile oder Zelte und so weiter von, ich weiß nicht, Leuten, die meinen, dass da irgendwann vielleicht mal Aliens landen oder irgendwie sowas und die dann auch wirklich so drauf sind, also alles so ein bisschen hippie-mäßig und so. Und das ist natürlich für Leute, die Street fotografieren, sehr, sehr interessant, was man da dann auch so festhalten kann. Und die Steine an sich sind als Fotomotiv für mich erstmal jetzt nicht wirklich groß interessant gewesen. Also man kommt da relativ nah hin, berühren darf man sie nicht. Ich glaube, auch wenn man bezahlt, darf man die nicht berühren. Da hat man trotzdem noch, keine Ahnung, 20 Meter Abstand oder so. Ja, man hat es mal gesehen, kann man wieder abhaken. Ich weiß gar nicht, ist das ein Weltwunder oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht, ob das zu irgendwelchen da dazugehört. Auf jeden Fall, es lag bei uns auf dem Weg, deswegen haben wir es uns mal angeschaut. Ich habe dann meine Nikon Z8 dabei gehabt mit dem 28-400, hatte natürlich eine Brennweite dabei, wo ich erstmal alles abgedeckt habe, was dann für die Reise so für den Teil auch mal sehr interessant war. Wir waren da in der Nähe von der Fairford Airbase und anderen Airbasen, das heißt, von dort starten die Amis gerade alle in Iran. Da sieht man ein paar Flugzeuge, die fliegen aber zurzeit Trainingsflüge, also mit ihren großen Transportmaschinen sind die da einen halben Tag im Kreis geflogen, teilweise auf 90 oder 100 Meter Höhe. Da hast du also nicht mal die 400 Millimeter gebraucht, um das zu fotografieren. War für mich, der ab und zu auch mal Flugzeuge fotografiert, dann auch ein bisschen so interessant. Aber ja, wir waren die 2 Tage im Hinterland so gesehen, sind im Süden am Meer gewesen und sind dann noch für 2 Tage Samstag und Sonntag in London gewesen. Und London, Street-Fotografie, Mekka, würde ich mal sagen. Mein Bruder hat sich zusammengerissen, will ich es mal sagen, und hat seine X100 Mark VI ausgepackt und dorthin mitgenommen. Und überraschenderweise, nachdem es unzählige Personen ihm ja schon mitgeteilt haben, dass die Kamera für sowas gemacht ist, Street-Fotografie, hat er einen Riesenspaß daran gefunden, hat sich da irgendein Rezept zusammengebastelt und war überwältigt von den Bildern, die so aus der Kamera gekommen sind. Also hatte der auch schon mal seinen Spaß in London. Ich hab's so ein bisschen bei Instagram tatsächlich verfolgt und dachte mir schon, nachdem ich die ersten Bilder und er extra drunter geschrieben hatte, hier out of cam mit irgendeinem Rezept, war ich schon, aha, Tobi hat also, der alte JPEG King hat nach gefühlt 2 Jahren die X100 die für Kamera sich entdeckt. mal ausgepackt, ja, vor allem ausgepackt. Ja. Und das Beste war, wir sind gelandet am ersten Tag. Er hat abends, ich habe ihm noch gesagt, er soll ja Firmware installieren und sowas. Das hat er dann auch gemacht und dann sind wir dort angekommen, sind gelandet, er hat die Kamera rausgeholt und der Akku war leer. Weil X100 Mark VI, man kennt es ja, dieses kleine On-Off-Schalterchen lässt sich sehr einfach betätigen und scheinbar hat sich die Kamera dann angeschaltet und keine Ahnung, ob sie Bilder gemacht hat oder eigentlich müsste er einen Standby gehen mit den Standardeinstellungen schon. Ist er nicht, Akku war leer, hat er erstmal den Akku mit einer Powerbank dann doch laden dürfen, weil war dann natürlich leer. So hat er seine ersten Motive auf der Farm und so erstmal noch verpasst, aber danach dann wirklich seinen Spaß daran gefunden. Bei mir, ich kann ja jetzt mal kurz erklären, was ich an Equipment alles dabei hatte, weil da ging es das letzte Mal darum und ich war mir ja wirklich nicht sicher, was ich mitnehmen soll. Im Endeffekt hatte ich eine Nikon Z8 dabei mit dem 28-400. Dann hatte ich eine Panasonic Lumix GM5, die kleine dabei, mit nur dem 20 mm 1.7, weil mir das 42 mm dann doch zu groß war, um das mal so in die Tasche irgendwie so zu packen, weil überraschenderweise hatten wir nur Sonne und 20 Grad, also keinen entsprechenden Hoodie. Was war denn mit dem Wetter Hoodie in England los? Die Engländer haben schon von Miracle gesprochen, dass die so gutes Wetter haben im April. Hat uns aber natürlich sehr gut gefallen. Ein bisschen Sonnenbrand war dann die ersten 2 Tage auch am Start, aber das haben wir dann ein bisschen in den Griff bekommen. Auf jeden Fall war es für mich so GM5. Ich habe 3 Bilder, glaube ich, damit gemacht, weil
ich ja dann doch dazu gekommen bin und noch den Pocket 4, den Osmo Pocket 4 mit dabei hatte. Da hatte ich dann auch noch den Osmo Pocket 3 mit dabei, weil ich da ein paar Videos drehen wollte und dann natürlich ein Video von mir mit dem Pocket 4 drehen wollte und dazu den Pocket 3 verwendet habe. Nachdem ich mich dann dagegen entschieden habe, auch noch eine Lumix S1 II mitzunehmen, weil dann wäre es schon zu viel gewesen. Wir wollten dann nur mit 2 Handgepäckstücken, hatte ich dabei, wollten wir dann auch nur so reisen, dass man kein Gepäck aufgeben muss, dass man alles bei sich hat, da ein bisschen schneller ist und so weiter. Hat dann auch sehr gut funktioniert und im Endeffekt habe ich wirklich am Stonehenge mit der Z8 ein paar Bilder gemacht. Ich habe 10 Bilder mit Flugzeugen gemacht und ansonsten nur Osmo Pocket 4 Videos gemacht. Gigabytes, also keine Ahnung, 300-400 Gigabyte Video gemacht, aber das Ding, einfach der Hammer. Also ich muss sagen, der Osmo Pocket 3 war schon richtig gut, den habe ich aber nie so ausgiebig genutzt, wie ich jetzt den Pocket 4 in diesen 4 Tagen benutzt habe. Der war überall dabei. Der hat so einen neuen Verschluss, da hast du nicht mehr die ganze Schale, wo der drin ist, sondern nur noch oben der Gimbal wird gehalten. Passt der perfekt in eine Hosentasche rein und so weiter. Was dann auch ein bisschen das Problem war, ich habe den Batteriegriff vom Dreier zwar dabei gehabt, aber die Akkulaufzeit war so gut, dass ich den ohne Batteriegriff genutzt habe. Und dann habe ich den immer hier hinten in der Tasche drin gehabt. Das Problem war, du ziehst den dann nur noch an 2 Fingern raus. Also ist er mir schon 2-3 Mal runtergefallen und hat überraschenderweise alles überlebt. Und vor allem kein Kratzer auf dem Display, kein Kratzer auf der Linse oder so. Also bis jetzt alles gut gegangen. Das Erste, was ich gemacht habe, gleich mal Display-Schutzfolie noch bestellt. Die kommt morgen. Die kommt dann noch drauf. Aber das kleine Ding hat alles ausgehalten. Und auch so in der Tasche und so. Alles wunderbar gewesen. Und ich wollte gerade sagen, auch mit der Klammer und so in der Hosentasche kein Problem? Alles super. Hat super funktioniert, Okay, hätte ich nicht gedacht, aber alles super. Was mich dann noch weiter überrascht hat, da ist ja das DJI Mic 3 dabei. Das finde ich jetzt nicht so cool, weil da brauchst du ja jetzt ein Kabel, damit du das laden kannst oder auslesen kannst und so weiter. Das hat keinen direkten USB-C-Anschluss mehr. Also hast du immer dieses magnetische Kabel dafür dabei, was ein bisschen nervt. Aber der Pocket 4 selber hat sehr gute interne Mikrofone schon. Das heißt, wo wir dann unterwegs waren, habe ich nur noch mit den internen Mikrofonen aufgenommen. Und dann war das auch so, ich habe keine Kamera zum Fotografieren eigentlich dabei gehabt. Erstens, weil in London selber Taschendiebstahl, also das, was da geklaut wird und so weiter, ziemlich großes Thema wohl. Das heißt, du schaust, dass du alles bei dir am Körper hast und nicht noch eine extra Tasche dabei hast oder sowas, dann war das auch einfach, ich war so oft in den Osmo Pocket eingespielt, dass ich dann einfach alles gefloggt habe, so gesehen, und da auch wirklich coole Videos rausgekommen sind. Also da kommt jetzt erstmal ein Review-Video dazu und dann will ich schon noch einen Reisevlog von allem auch machen. Der hat mich schon sehr, sehr begeistert. Und da habe ich dann so wirklich gemerkt, die Kameragröße ist aktuell wirklich ein Problem für mich, wenn ich unterwegs sein will im Urlaub oder so. Weil klar, du hättest dir eine C8 auch auf dem Land oder so einfach umhängen können und mitnehmen können, aber ich hatte gar keinen Bock drauf. Also von dem Gewicht, von der Größe und so weiter. Und ich habe auch das, was ich mit der GM5 dann gemacht habe oder auch jetzt heute bei dem Shooting, wo ich gerade war, habe ich mal spaßeshalber die GM5 mitgenommen mit dem 42mm Objektiv, habe da auch mal Bilder gemacht, Porträts. Ist das hart zu sagen, dass man noch eine Z8 für das Ganze braucht, wenn man da die Bilder anschaut. Und es sind Bilder, die werden auf Instagram und so veröffentlicht. Also du hast jetzt nichts, wo du deine 45 Megapixel brauchst. Hat mich da mal kurz ein bisschen in meiner Entscheidung, was ich so alles an Equipment brauche, haben will und so, wieder ganz schön zurückgeworfen. Okay, aber du hast dann in England quasi die meiste Zeit eigentlich nur Videos gemacht, oder? Ja. Also den Pocket für Bilder benutze ich sowas nicht. Deswegen habe ich damit dann wirklich nur Videos gemacht. War das dann so ein Thema, dass du jetzt halt quasi auch so ein Stück weit gehypt warst, dass du halt dich auf Video konzentriert hast, weil dir der Pocket auf Anhieb so gut gefallen hat? Oder weil du einfach generell keinen Bock auf Fotos hattest? Nee, es war eigentlich nur ein Thema, dass ich keinen Bock hatte, irgendwie was Größeres mit mir rumzuschleppen. Und dann ist es natürlich klar, du kannst die GM5 mit dem 20mm 1.7 kannst mitnehmen. Dann den Pocket kannst du auch noch mitnehmen. Dann hast du aber schon 2 Taschen voll mit Kameras. Die eine Tasche da, die andere da. Dann nimmst du vielleicht noch einen Akku mit oder sowas. Ist da wieder was. Und im Endeffekt war das aber so, dass ich komplett ohne irgendwie eine Zusatztasche oder sonst was da rumlaufen wollte.
Und das ist auch krass. Also wenn du da zum Borough Market oder so gehst, das ist so eine riesen Fressmeile so gesehen, da kommen die ganze Zeit Durchsagen, dass jetzt gerade wieder Pocketpicker unterwegs sind und hier Taschendiebstähle am laufenden Band da laufen. Und dann willst du auch vielleicht gar nicht eine Tasche mitnehmen, weil die dir halt auch die Kameras aus der Hand klauen, mehr oder weniger dort. Also das ist wohl ziemlich krass da. Wir haben jetzt selber nichts erlebt. Zum Glück, der Tobi hat seine X100 um den Hals rum gehabt mit einem Kameragurt, mehr oder weniger. Aber ansonsten hast du da schon auch so ein bisschen, ja, das Gefühl gehabt, da musst schon ein bisschen auf deine Sachen aufpassen. Und dann war es für mich auch einfach, das war viel entspannter mit dem Pocket, einfach die Videos zu machen. Klar, für mich war ja klar, ich will damit Videos machen. Jetzt, wenn ich den neu habe, dann teste ich den auch aus und so. Aber ich hatte ja die GM5 eigentlich mit dabei, um da Bilder zu machen. Und dann war es halt wirklich so, ich habe die Bilder mit dem Handy gemacht und ich bin nicht wirklich irgendwie, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich einmal, klar, wenn du mal ein Porträt machst oder so, das vielleicht, aber wo machst du in einem Urlaub in einer Gruppe von 5 Jungs irgendwelche Porträtbilder? Machst dann auch Ja, nicht. Wenn gut, du da mit der Familie unterwegs bist, wird das vielleicht ein bisschen anders. Aber bei sowas, Handy, du hast einen Vierfach-Zoom am iPhone, der auch sehr gute Bilder macht. Wir hatten ja das beste Wetter. Das war ja das beste Licht, also von der Helligkeit, das war ja Smartphone-Licht so gesehen. Deswegen, ja, also ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und habe so gedacht, boah, so ein MFT-System aufbauen, was relativ klein ist, ist vielleicht auch gar nicht so blöd. Weil dann, das nimmst du noch mit, also es wird sicher nicht so sein, dass ich in jeden Urlaub nur noch ein Pocket 4 mitnehme, aber so eine GM5 mit einem passenden Objektiv dazu wird mir schon reichen oder halt irgendwie vielleicht auch was Neueres, was vielleicht ein Tick größer ist, OM3 oder sowas, wo aber trotzdem noch Power dahinter ist. Ja gut, aber das wäre ja auch so ein Fall theoretisch prädestiniert für eine S9, oder? Mit einem kleinen Sigma I-Series drauf oder so, oder ist das auch schon wieder zu... Bei der S9, ich weiß nicht, da wird mich einerseits vielleicht der fehlende mechanische Verschluss stören, wenn du Kunstlicht hast oder so, weißt, wenn du irgendwo drin bist und dann dein Bending da so hast. Und dann ist das natürlich auch schon wieder so eine Sache, die Größe von der Kamera ist schon, die ist klein, aber wenn du jetzt ich hatte ja die OM3 mit in New York mit einem, was ist das dann, 12 bis 40 Millimeter oder sowas, was relativ klein ist. Sowas funktioniert halt schon wirklich sehr, sehr gut. Und du hast 4 Megapixel weniger, was jetzt dann kannst du auch die 4 Megapixel weniger nehmen, hast dafür einen sehr, sehr guten Autofokus und eine Bildrate ohne Ende mit einem Stacked-Sensor. Schwierig. Wie gesagt, die Kamerakrise ist, glaube ich, gerade echt voll am Durchdrehen hier. Das hört sich auf jeden Fall so an, ja. Hat sich fast schon so ein bisschen wie Brainwash angehört, als du heute Morgen in die Gruppe geschrieben hast, so von wegen, das wird sich jetzt alles ändern. Ja, da musste ich echt ein bisschen schmunzeln. Also das ist wirklich so, dass da habe ich mir dann echt so die Gedanken drüber gemacht mit diesem, jetzt auch, wo ich vorhin noch das Shooting hatte, was dann gerade so für, wenn du Instagram oder so als Basis für deine Bilder nimmst, dann selbst die 16 Megapixel Bilder aus der GM5, dann nimmst halt die JPEGs raus, weil sie fast nicht mehr bearbeiten musst und das macht dir vieles dann schon viel einfacher und ja, dann überlegt man echt, ja, will man dann noch ein großes System haben, nur damit man vielleicht da und da nochmal irgendwie ein Shooting machen kann oder hat man, das war dann witzig, der Jared Polin hat einen Podcast beziehungsweise eine Folge mit dem Gerald Andan gemacht und drüber geredet, warum er aufhört mit YouTube und sowas. Zum Glück haben wir gelernt, dass Gerald Andan ein kleines Licht ist und das YouTube auch noch nicht so lang macht. Das ist der Hammer, ja. Also das ist wirklich... Da muss ich nur schmunzeln drüber, wirklich. Da hat jemand richtig keine Ahnung davon und ja, aber so sind manche Leute dann auch. Nee, auf jeden Fall, ich hab das angehört und dann hat er das so erklärt, dass er halt auch eben mit diesem Kameratesten und so und am Ende ist mehr oder weniger immer das Gleiche. Jetzt gerade aktuell, also wenn du das anguckst, wie du es auch schon mal erwähnt hast, du bist jetzt auf einem Kamerastand, wo du wirklich mit jeder Kamera kannst du Bilder machen und die letzten 5% machen dann irgendwo den Unterschied. Und wann brauchst du die letzten 5%? Ich brauche sie eigentlich gar nicht, weil... Ja, ich glaube, da muss man auch ganz klar unterscheiden, ob man für sich selber fotografiert oder im Auftrag. So geht's mir zumindest, dass wenn Kunden dahinter sind
und ich quasi als Fotograf arbeite, da würde ich schon sagen, kommt es mir auch auf die letzten 5% an. Ja, wie jetzt bei so einem Männertrip, nenne ich es mal, da kann ich deine Ansicht schon so ein bisschen nachvollziehen. Vor allem, ich erwische mich da jetzt auch manchmal mit der M, die benutze ich ja tatsächlich so ein bisschen als jeden Tag immer dabei Kamera, einfach weil ich Bock auf das Ding habe. Ja, die lässt man vielleicht doch mal in der Tasche, weil sie halt doch relativ kostspielig ist. Da musste ich dann an Patrick denken, der gesagt hat, er will auch mal gern nach London gehen und da rumfotografieren und so. Und da habe ich dann so gedacht, puh, wenn du da mit deinem 15.000 Euro Set rumläufst, schwierig, sich da nicht immer im Hinterkopf irgendwie Gedanken drüber zu machen, ob das Ding, weil die dir scheinbar mal auch einfach die Kameras aus der Hand reißen und dann halt auf den Fahrrad, die fahren da ja alle auf Fahrräder und was weiß ich und zack sind sie weg und so. Und klar, kann auch alles übertrieben sein, wir hatten das nur gelesen, einer war dabei, der hat halt erzählt, das und das und das und das hat er alles gelesen und dann kommst du halt auf die Idee. Gut, Aber ich sag mal so, wenn da selbst Durchsagen gemacht werden, dann muss ja ein bisschen was dran sein. Also dann ist da nichts ja, Ausgedachtes, was schon von offizieller Seite selbst die Warnung kommt. das ist halt wirklich, da ist so klar, was wir dann am Donnerstag nach unserer Anreise festgestellt haben, dass sonntags auch noch London Marathon ist, also war ja in der Stadt sowieso schon ein bisschen was los. Wir wissen jetzt nicht, ob am Samstag, klar, Sonntag war um die Strecke rum voll, aber in der Stadt selber, ich glaube, da ist es am Wochenende immer so voll. Und gerade bei diesen Hotspots, diese Fressmeilen oder so, die Plätze, wo halt die Instagrammer sind und was weiß ich was, ist so viel los, da kriegst du das nicht mit, wenn dir irgendjemand was aus der Tasche zieht, weil die Leute eng auf eng sind. Nee, bei mir war es dann auch so, ich habe mir dann auch die Gedanken drüber gemacht, ja, wie ist das mit deinem großen Equipment, wenn du das hast und willst du überhaupt so viel bezahlt fotografieren oder willst du nicht lieber mehr Zeit mit deiner Tochter verbringen und sowas und das ist gerade aktuell ganz schön übel. Ja, kann man schon so ein bisschen nachvollziehen. Das ist ja auch immer die Thematik, wo glaube ich auch viele drüber stolpern, so diese kleine eierlegende Wollmilchsau, nenne ich es mal, die am besten alles kann, aber nur 300 Gramm wiegt und in der Hosentasche passt. Ja, das ist halt schwierig. Ist im Moment noch nicht so geil umzusetzen, würde ich sagen. So ganz direkt gibt es das nicht, aber wenn man dann mal wieder längere Zeit, ich habe ja gerade auch noch eine OM1 Mark II und so da, wenn man da eine längere Zeit mal wieder, und da können wir jetzt zu dem nächsten Thema mehr oder weniger kommen, Sensorformate, wie viel Wert hat so ein Sensorformat heutzutage noch, dann wird es schon ganz schön schwierig, dir das schön zu reden, dass du unbedingt Vollformat brauchst und unbedingt eine große Kamera, unbedingt die Haufen Megapixel und so. Klar, bei Megapixel, da muss ich auch sagen, ich bin ja ein Freund von vielen Megapixeln, weil ich sehr oft gern crop oder mal was rauskropp oder so. Aber wenn du wirklich gezielt dein Foto machst und dann nur ein bisschen was wegschneiden musst oder eben dieses ganze Zeug im Instagram und was weiß ich wo veröffentlicht, dann brauchst du die Megapixel so ja erstmal nicht so wirklich. Und dann ist es wirklich so, was macht dir denn ein MFT-Format dann wirklich noch schlechter? Weil wenn du mal überlegst, du hast zum Beispiel das 42,5 mm mit der Blende 1,2 als Beispiel, deckt dir ungefähr deine 85 mm 1,8 ab. Ja, dann sagen die Leute, ja, du hast die Wirkung von 1,8. Bei einem Porträt mit 1,8er Blende wird schon ganz schön schwierig, beide Augen mal scharf zu kriegen. Da bist du so ungefähr in dem Bereich, wo der passt, habe ich jetzt auch vorhin erst wieder gemerkt. Ich hatte einen 85-1.4 dabei an der Z8 und eben das 42 mm und da hat mir das mit dem 42 mm bei Blende 1.2 natürlich dann schon fast besser gefallen, wie jetzt 85-1.4, weil vom Hintergrund war ein Tick mehr zu sehen. Der war schöner so gesehen, hat schöner ausgesehen. Aber dann ist ja das auch, was die Leute sagen, ja, erstmal die Wirkung. Du hast ja aber bei MFT, klar, du hast nicht so deine ISO-Freiheiten, aber du bist 2 Stufen oder einen Stopp mindestens heller schon mal als jetzt der Vollformatsensor, nur weil du deine Verschlusszeit ja trotzdem in einem gewissen Bereich halten willst und dadurch dann natürlich mit der Blende einen Vorteil hast, dass deine ISO vielleicht 1-2 Stops heller ist. Also, nee, dunkler ist so gesehen die ISO dunkler, was ja dein Nachteil am Rauschen mit MFT-Vollformat oder zum APS-C schon wieder ausgleicht. Ja, ich würde sowieso mittlerweile diese ISO-Geschichte so ein bisschen ausklammern. Weil also jeder, der ein aktuelles Lightroom zur Verfügung hat, der muss sich eigentlich theoretisch um ISO keine Sorgen mehr machen. Und das wollte ich nämlich als nächstes sagen. Ich habe bei der GM5 jetzt, welche 2014 auf den Markt kommt, kein Problem damit, mit der Kamera ISO 6400 oder sowas zu nutzen.
selbst im JPEG, was aus der Kamera rauskommt. Und dann hast du ja so viele Möglichkeiten, dein RAW zu bearbeiten mit Ja. KI-Entrauschung und sowas, dass dieses Thema ISO-Rauschen ja heutzutage musst du ja da eigentlich keine Gedanken mehr so drüber machen. Klar, wenn du Vor irgendwo mal in allem 50.000er Bereich kommst oder so, ja, aber wie oft macht man das? Außer man fotografiert den Mond. ja, wobei, unterschätzt das nicht. Der Mond ist heller, als man glaubt. Ja, also wie gesagt, ich klammer das gerne aus. Ich zeige auch aktuell im Geschäft immer wieder einfach, wenn Leute kommen und sagen, ja, sie brauchen unbedingt Vollformat, weil sie sind immer in Innenräumen unterwegs und wollen da super Fotos machen. Die meisten wissen gar nicht, warum sie ein Vollformat brauchen. Die haben irgendwo gelesen, Vollformat ist gut in schlechten Lichtbedingungen, kennen aber die Unterschiede tatsächlich gar nicht. Ich nehme dann immer irgendeine APS-C-Kamera, stelle sie auf 6400 und mache von einem Preisschild oder einem dunklen Karton irgendwas, wo man schön das Rauschen auch sehen kann, ein Bild und zeig's denen, ohne zu sagen, welche ISO das ist. Ja? 6400 habe ich mir aber da so rausgesucht, weil ich weiß, okay, bis dahin ist auf jeden Fall alles im grünen Bereich, ja, bei den aktuellen Kameras. Viele fallen da echt vom Glauben ab, wie gut auch ein APS-C-Sensor momentan bei ISO 6400 aussieht. Ja, also das ist auch eine gesunde Grenze. Selbst 12.800 kannst du da schon meistens benutzen, wenn du sowieso noch ein bisschen mehr Restlicht hast. Merkst du da sowieso nicht so viel. Ist auch Das ein deutlicher Unterschied, ob du die ISO nach oben nimmst, um eine kurze Verschlusszeit zu kriegen oder eine kürzere Verschlusszeit, quasi wenn du noch viel Licht zur Verfügung hast an sich, oder ob du tatsächlich einfach quasi, ich nenne es mal Restlicht verstärken willst. Wenn du halt ein insgesamt dunkles Bild hast, fällt natürlich das Rauschen auch deutlich mehr auf. Ja, wie ist es dann so bei dir im Alltag, sag ich mal, von den Leuten, die kommen, Vollformat wollen sie kaufen, wie ist dann wirklich die Entscheidung? Kannst du die noch zu APS-C oder vielleicht auch MFT oder so überreden oder wollen die dann wirklich Vollformat? Wie sieht's da dann so aus? Ich würde das gemischt sehen, 50-50. Manche sind dann wirklich überzeugt und sagen, okay, eigentlich will ich klein leicht und es darf vor allem auch nicht die Welt kosten. Da ist natürlich APS-C super, ja, weil ich würde jetzt mal so pauschal sagen, ist auf jeden Fall so 30% auf jeden Fall mal günstiger, kleiner und leichter, ja. Also typische Kombi, beispielsweise eine Alpha 6700 mit dem 70-350. Hast du halt eine verhältnismäßig kleine, leichte Kombi, ist aber für sowas wie eine Safari schon tipptopp. Ja. Da Und hast du vor allem natürlich bist schon halt, Tele mit dem Crop, ja. ja genau, vor allem bist halt auch so im Preisbereich, je nachdem, was für eine Aktion Sony aktuell gerade laufen hat, irgendwie so im Bereich von knapp 2000 Euro plus minus. Da kriegst du halt noch nicht mal eine vernünftige Vollformatkamera für das Geld. Ja, und geschweige denn einen 70-350 mal 1,5, dann, also ja, wo ich mich wirklich schwer tue, wenn dich jemand vorinformiert kommt und sowieso irgendwie eine Lumix G-Kamera oder auch eine OM auf dem Zettel hat, MFT sagen, also da ist wirklich schwer, die Leute die Vorteile zu zeigen. Ja. Da fehlt dir halt natürlich dann auch irgendwann die Auflösung, weil 20 oder maximal 25 Megapixel ist halt das, wo die anderen gerade anfangen eigentlich aktuell. Also Ja, da richtig. hört es da schon auf und dann musst du da wirklich mit Sensorgeschwindigkeit oder so kommen und das werden wahrscheinlich auch die wenigsten brauchen. Ja, eben. Also meiner Meinung nach hat OM aktuell 2 Aushängeschilder, so rum. Und das sind extrem lange Brennweiten. Ja, also 150, 600 hast halt einfach mal 1200 Millimeter mit einer vernünftigen Lichtstärke. Oder halt Makro. Ja, das 90er OM-Makro ist ein geniales Ding. Da bin ich halt, oder was heißt, da tue ich mich echt schwer. Ja. Aber gerade wenn jemand mit Vollformat und APS-C, spätestens wenn dann auch Preis-Leistung eine Rolle spielt, ist APS-C auf jeden Fall immer noch eine gute Geschichte. Und viele erschrecken sich tatsächlich auch, wenn man dann wirklich mal einen 100-500 Canon hinstellt und sagt, ja okay, für das, was du im Endeffekt vorhast, was du mir beschreibst, was du machen möchtest, brauchst du so ein Objektiv oder ein 200-600 oder ein 400-800 von Sony. Ja, viele sind sich gar nicht bewusst, was man da tatsächlich braucht. Die Riesentröten halt dann, die du dir rumschleppst. Ja, da hast du dann halt natürlich schon deinen Vorteil noch,
Ja. mit den kleineren, leichteren. Ich sag aber auch mal, es ist natürlich auch, da machen dann wirklich die Objektive mehr oder weniger den Unterschied, weil wenn du mal so eine OM1 mit MFT anguckst oder eine Canon R7 oder so, die Bodies an sich sind ja nicht wirklich kleiner als jetzt ein Vollformat-Body. Also von der Bodygröße selber wird es da wirklich schon schwierig, weil so Sachen wie die GM5 zum Beispiel, wo der Body wirklich richtig, richtig klein ist, das gibt es ja aktuell gar nicht mehr so, wo du wirklich deinen Vorteil von der Größe dann hättest, was sich aber viele Leute ja eigentlich auch wünschten, dass es sowas mal wieder gibt. Ja, die Thematik ist halt, wenn so ein Gehäuse klein ist, ja, also ZV-E10 II beispielsweise von Sony oder auch die von Lumix die G110, die es zuletzt gab. Das ist ja das, was am ehesten an die Größe von der GM5 hinkommt. Da ist halt tatsächlich so, dass dann halt aber auch elementare Funktionen fehlen. Ja, da hast keine Bildstabilisierung im Gehäuse und so weiter. Ja. Da müssten eigentlich die Hersteller mal auf den Trichter kommen. Gerade Lumix, die mit ihrem G-System so ein bisschen, absteigender Ast hört sich immer so negativ an, aber ich glaube, dass die dem aktuell keine Aufmerksamkeit schenken. Aber wenn die nochmal eine richtige, also eine vollwertige Lumix G-Kamera, so wie so eine GX80 nur in modern bringen, ja, ich glaube schon, dass sich sowas gut verkaufen würde, weil die Größenthematik da halt richtig cool ist. Und wenn die dann noch vernünftig vom Preis ist, dass man einfach ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis hat, wäre ich da sehr gute Dinge, dass so eine Kamera Anklang findet. Mit einer GH7 hätten sie ja auch einen MFT-Sensor, der schon was kann. Der hat ja schon was eben, drauf. genau. Also mich wundert es auch, dass der nicht noch viel weiter irgendwie groß benutzt wird oder auch bei OM. Ich weiß nicht, wo die ihre Sensoren, ob die sie selber machen oder wo die sie herkriegen. Man hört ja, dass da vielleicht was kommen soll, irgendwie mal was Neues von denen, beziehungsweise jeder hofft natürlich auch drauf, die Firma soll ja weiter bestehen, die müssen ja was Neues bringen, aber ansonsten gibt es ja wirklich nicht viele Informationen über was uns da noch so erwarten könnte. Nee, also wie gesagt, ich habe da auch tatsächlich wenig Hoffnung, dass die Hersteller das verstehen, dass so Kameras irgendwie einen Anklang finden. Ich meine, aktuell Oppo oder wie der Hersteller heißt, hat ja auch so ein Smartphone, wo du so ein Hasselblad 300 Objektiv vorne draufschrauben kannst. Ja, super. Also wenn du das Objektiv an das Case machst und das Handy da dran machst, dann, also da kannst du auch eine Kamera mitnehmen und die Ergebnisse sind dann definitiv noch besser. Würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. Ja, aber das stimmt schon. Aber dahin geht gerade der Trend. Das ist ein bisschen traurig. So, aber ich habe das heute, glaube ich, erst gelesen, einen Artikel, dass eigentlich auf dem Kameramarkt selber Vollformat eigentlich die Verkaufszahlen runtergehen, APS-C und MFT dafür hochgehen. Also irgendwo ist ja die Nachfrage da. Und was man so Rumors hört, R7 Mark II und A6900 oder so, da soll ja auch was kommen, aber das sind dann auch schon wieder Kameras, wo ja eigentlich in einem größeren Body schon wieder stecken und dann. Ja, das sind ja auch mehr oder weniger so Flaggschiff APS-C-Kameras. Das ist dann die Frage, wollen die Leute wirklich Flaggschiffe oder wollen die vielleicht auch mehr was einstiegsmäßig oder so? Ich glaube, dass so eine R7 oder auch eine 6700er oder die Nachfolger von den Kameras dann tatsächlich, das sind ja auch gern genommene Zweitkameras zu großen, eben um quasi nativ über die Kopfverlängerung quasi noch mehr Brennweite zu haben. Brennweite abdecken, ja. Ja. Also gerade 6700er haben wir ganz, ganz viele, als die Kamera kam, an den Markt gebracht von Kunden, wo ich genau weiß, quasi, dass die eigentlich eine Alpha 7 oder noch höher haben und da tatsächlich einfach nur eine Zweitkamera quasi haben wollen. Super beliebte Kombi, 6700er und 200/600. Ja gut, aber da eine 6700 ist ja preislich auch schon wirklich ganz oben im APS-C-Bereich. Also da musst du Geld in die Hand nehmen. Da spielt ja dann wirklich das Thema einfach die Brennweite eine Rolle, weil von den Funktionen her unterscheidet die sich ja von einer Vollformatkamera mehr oder weniger nicht im Autofokus und sowas. Also nee, genau, das ist halt da der Punkt. Dadurch, dass du keinen nennenswerten Unterschied
zu einem Autofokus in den aktuellen Alpha 7 hast, also A7 V und die ganz großen jetzt mal ausgeklammert, aber so A7 IV würde ich und selbst die 7R5 würde ich auf eine Stufe stellen mit einer 6700 und das ist halt schon auch eine Ansage. Da wundert es mich tatsächlich auch nicht, dass Fuji aktuell so beliebt ist. Zum einen die Filmrezepte immer noch halt einfach super beliebt und mit so einer XM5 beispielsweise kannst du halt wirklich auch eine super kleine Kamera realisieren. Ich glaube, müsste man eigentlich mal, bringen wir spaßhalber die GM5 mit, wenn man ein 23-2.8 auf eine XM5 macht. Ich glaube, dass das nicht arg viel größer ist als die GM. Ja, da tust du. Oder habe ich die G5 so falsch in Erinnerung? Du hast die GM5 ganz schön falsch in Erinnerung, weil ich habe es ja jetzt gesehen mit dem Tobi mit der X106, die ja auch, sagen wir mal, noch kompakt ist für sowas. Die ist fast doppelt so groß. Vom Body, vom Volumen her, ist wahrscheinlich sogar fast 3-mal so groß. Also die GM5 ist das ist wirklich. Ich habe hier mein AirPod-Case, eine GM5, sind ja einfach 2 so Cases nebeneinander, mehr oder weniger. Also die ist ja wirklich richtig klein. Dafür hast du ja auch nur diesen kleinen Mini-Sucher. Der Sucher ist kleiner als mein Augenfokus-Kästchen, das ich hier auf dem Display habe. Also ja, deswegen. Aber ja, es kommt halt auch mit den ganzen Nachteilen halt, kein IBIS und so weiter, was man heutzutage dann vielleicht schon haben möchte. Auch also überhaupt die Möglichkeit zu haben, so was Kleines noch zu kaufen, ist natürlich schon schwierig. Das macht's halt alles trotzdem nicht leichter, wenn man sich dafür was irgendwie entscheiden muss. Und bei mir Ende Mai, wir gehen ja eine Woche nach Dänemark, ich nehme ja wieder die kompletten Gegensätze mit. Ich nehme eine OM1 Mark II mit dem 150-400 und eine Z8 und eine A7, 4, 5, was auch immer dann mit einem 300-600, was ja brennweitentechnisch eigentlich fast dieselbe Richtung ist, sogar blendentechnisch dann eigentlich so in dieselbe Richtung geht, aber es sind 2 völlig verschiedene Systemgrößen dann auch noch und ja, wobei preislich passt schon fast wieder zusammen. Also gut, da preislich ist halt ja das schon krass. 150, also das OM, das 150-400 ist halt ein absolutes High-End-Objektiv. Aber das 300-600 ja auch. Also das ist ja schon, Ja, klar. weißt, aber du hast natürlich beim 150-400 hast nochmal 400 Millimeter mehr Brennweite obenrum dann, wo schon was geht. Also ich bin sehr gespannt, aber ich werde sicherlich am Ende vom Urlaub auch dastehen und sagen, puh, vielleicht ist das MFT-System, weil es ist doch nochmal handlicher als ein 300-600, das kann man ja schon mal vorab sagen. Da brauchst du ein Einbein dazu, das brauchst du halt bei dem MFT nicht und da bin ich wirklich sehr gespannt, da bin ich wie vor meine allem Meinung dann ist. auch auf deine Meinung gespannt, was die Bildqualität angeht. Ob man da dann tatsächlich den Unterschied, also weißt du, ob der Unterschied greifbar ist in den Bildern. Ja. Und jetzt vielleicht auch mal abseits von Social Media und so, sondern wenn du dir die auf dem MacBook anguckst und sagst, okay, man sieht auf Anhieb den Unterschied. Vollformat APS-C würde ich sagen, wenn die Lichtverhältnisse stimmen, also normale Gegebenheiten, würde ich sagen, kann man keine Unterschiede erkennen. Du hast halt noch durch das, dass du beim MFT ja dann doch die Freistellung nicht so hast. Ich denke, in dem Bereich alles 600 Millimeter und drüber oder sowas, dann, was ist da dann, oder sag mal 600 Millimeter, weil du die beiden einfach noch vergleichen kannst. Ich denke, da wirst du das wahrscheinlich nicht mal so sehen, weil deine Freistellung über die Brennweite wirklich schon so gut ist. Wenn du jetzt aber beide Objektive, das 150-400 bei 150 Millimeter und du hast das 300 Millimeter bei F4, dann wirst du sicher, das 300 mm F4 am Vollformat wird sicherlich ein gutes Stück besser aussehen als die 150 mit der Blende 4, 5, was es hat. Ja gut, das am kann MFT natürlich schon dann sein. Aber gehe ich mal davon es aus. bleibt spannend, ja. Ja, ich hoffe, dass wir halbwegs gutes Wetter bekommen. Dänemark weiß man ja um die Jahreszeit dann auch nicht so genau, aber vielleicht ist es ja wie in England, dass es schönes Wetter ist und dann lässt sich da natürlich auch einiges anstellen. Wenn es nur regnen wird, werde ich kein Leihgear in strömenden Regen mit rausnehmen, weil das muss ja dann auch nicht sein. Da wird sich sicherlich was finden. Wobei, wenn ein Hersteller das vertragen kann, dann definitiv OM. Das ist also der Kombi OM 1.2 und dem großen Tele, da bleibe ich dabei, da gehe ich, also strömender Regen
traue ich dem Ding zu, kein Problem. Ich glaube, OM wäre da auch weniger das System, wo ich mir Gedanken drüber mache. Wobei selbst das Sigma, glaube ich nicht, da wird es dann schon eher am Body liegen. Mal gucken, ich adaptiere das ja dann auch noch an die Z8, da bin ich dann auch mal gespannt, wie das dann mal so ausgiebig funktioniert. Aber ich bin sehr gespannt. Um auch abschließend dazu der Thematik Sensorgrößen noch mal was zu sagen. Ich werde da immer belächelt, wenn ich im Alltag in der Beratung sage, ja, manchmal ist das auch schon fast schon negativ angekommen, wenn man aus dem aktuellen Kameraregal, vor dem ich da stehe, eine Kamera nimmt und damit kann ich keine vernünftigen Bilder machen. Liegt es verdammt nochmal nicht an der Technik. Das ist, ja. Ich sag bis 95% eben, weil diese letzten 5%, wenn jetzt jemand kommt, der Wildlife fotografiert oder jemand, der Sport in der Halle fotografiert, dann wird's mit manchem Equipment schon schwieriger, weil du eben entweder, weißt, deine Brennweite, dein Autofokus dann irgendwo an die Grenze kommt oder eben auch deine Lichtstärke oder so vielleicht, von was dein Autofokus mit, wenn das so ein 75 350 ist das Sony, was du gesagt hast. Ja? 70 350. Oder 70 350, ja. Das wird dann, wenn es dunkler wird, ja schon auch wieder nicht so einfach, wie wenn du jetzt halt einfach das Hightech-Equipment dafür hast. Weißt du, so die letzten 5% sind da halt wirklich das Thema. Genau, deswegen. Also sobald ein spezieller Anwendungsfall dazukommt, ja, dann lasse ich das vollkommen gelten. Da kommt es dann wirklich auf Nuancen an. Dann hat der eine Hersteller das bessere Tracking, beim anderen, ja, ist, keine Ahnung, habe ich geschicktere Objektive, die ich auswählen kann. Das lasse ich alles gelten, dass wenn da tatsächlich halt eben ein spezieller Anwendungsfall, der vielleicht dann auch noch ein bisschen schwieriger ist, ja, Hallensport. Wenn es jetzt halt gerade eine Bundesliga-Basketballhalle ist, dann ist die halt auch nicht immer optimal ausgeleuchtet. So, aber wenn jetzt jemand kommt, und die Kunden gibt's ja tatsächlich auch ganz viel, wir haben das fast jeden Tag, dass jemand super gerne mit dem Handy telefoniert, sage ich schon, das hoffe ich auch, mit dem Handy fotografiert und da quasi den nächsten Schritt gehen will. Und da haben viele einfach die Denkweise, es muss jetzt Vollformat sein, eine richtige Kamera ist Vollformat und den Zahn muss man denen regelrecht eigentlich fast schon ziehen. Ja, weil da ist dann wirklich egal, ob ich eine Kamera mit MFT, mit APS-C oder mit Vollformat Sensor habe. Klar, wenn Geld keine Rolex spielt, verkaufe ich sehr, sehr gerne eine A7 IV und keine Ahnung, 2 Objektive dazu. 24-70, 70-200. Kann jeder von mir haben, gar kein Thema. Aber manchmal ist vielleicht auch eine R7 mit einem 1850 doch das stimmigere Gesamtpaket. Das stimmt auf jeden Fall. Und die Bilder an sich, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss, wird im großen Bereich, glaube ich, niemand überhaupt einen Unterschied nachher sehen bei dem Bild. Ich glaube, selbst wir könnten irgendwann keinen Unterschied mehr zwischen den beiden Systemen sehen, wenn das jemand in der Hand hat, der weiß, was er damit tut. Ja, also da ist der Anwender tatsächlich ein Riesenfaktor, wobei ich mir schon zutrauen würde, gut, bei langen Brennweiten wird es tatsächlich kniffliger, aber jetzt bei einem Porträt, so alles, was im Bereich zwischen 35 und 135 ist, würde ich fast behaupten, wenn man weiß, wo man hingucken muss, sieht man Unterschiede. Schwierig, weißt du, ich meine halt, klar, wenn du machst eine Bild einen 85-1.2 und das andere ist ein 85-1.8 an einem APS-C-Sensor, da siehst du den Unterschied. Aber ich meine, wenn du jetzt dein Porträt so machst, dass deine Augen auch wirklich alle scharf sind und alles so passt und du blendest ein bisschen ab, du blendest am APS-C dann einfach weniger ab, dann wird's, glaube ich, schon, vor allem, wenn du ein Porträt machst im Studio oder so, vor einem Hintergrund, wo du gar keinen Hintergrund hast, dann das kannst du alles vergessen. Und so wird's. Draußen musst du ja schon auch echt dann Glück haben, dass du und du musst den Hintergrund, glaube ich, auch kennen, damit du nachher so den Unterschied. Ich schicke dir nachher mal 2 Bilder, 85 mm am MFT und 85 mm an der Z8 und dann schauen wir mal, was da. Ja, schick ruhig durch. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ja, du wirst an den Farben erkennen, weil du kennst meine GM5-Farben jetzt, die ich eingestellt habe. Deswegen. Ja, okay. Ich mach die mal neutral, dann schauen wir mal. Nee, genau. Ja,
schwierig so alles. Und ja, deswegen auch das Thema nochmal, wo ich jetzt selber für mich gerade nachdenke, brauche ich so ein großes System für diese 5%, die ich sehr, sehr selten bis in letzter Zeit wahrscheinlich gar nicht wirklich ausnutze. Das Mhm. ist halt schon schwierig. Und vor allem im Videobereich wird es ja nicht viel einfacher. Mit der S1 II, mit der ZR, zwei Hightech-Kameras ohne Ende Möglichkeiten. Und dann hast du einen Osmo Pocket 4, der dir den Großteil einfach aus der Hand macht. Weißt du, so gerade die YouTube-Videos oder so, du stellst das Ding auf einen Einbein, kannst du stellen, der fällt nicht um. Stand am Strand, da war ganz schön Wind. Stand es Hm. auf dem Einbein. Ich habe es noch, die Schuhe hast du ausgezogen, weil ich ja Sand. Die Schuhe haben das stabilisiert und das Ding stand da und 1A perfekt. Und trackt dich dann noch. Weißt du, musst ja nichts nachführen oder was weiß ich was. Boah, macht schon ganz schön Spaß, Ja, vor allem mach ganze das mal mit Zeug. einer vernünftigen Kamera, da brauchst du halt ein großes Stativ. Also, Ah ja, natürlich. Du siehst du, schleppst ja ich habe mich alles jetzt mit. selber erwischt, vernünftige Kamera, Ja, eine normale, große Kamera, ja, also, wie du sagst, ZR, S1 II, ja, da brauchst du klar. da brauchst du jetzt gar nicht auf die Idee kommen, das auf ein Einbein zu packen und stehen zu lassen. Selbst eine stabile, Spinne knickt da weg. Dein Bild sieht bei einer ZR oder S1 II sehr viel besser aus von der Bildqualität her mäßig. Aber ob das nachher am Ende noch eine Rolle spielt, irgendwo ist vor allem im Videobereich ja sowieso immer ein bisschen die Story, das, was du verkaufen willst. Und Ja, auf jeden Fall. oh ja, hin und her. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was sich da die nächsten Wochen dann noch so ergeben muss. Aber ich bin jetzt auch an dem Punkt, weil ich das 24 Millimeter von euch habe. Selbst da weiß ich jetzt nicht, ist das was für mich, weil das eine MFT-Kamera schon so viel größer macht wieder, weißt du? Also Bildqualität, wie das abbildet und so, gefällt mir alles tipptopp. Aber ich wüsste nicht, ob ich das dauerhaft dann an der GM5 so einsetzen wird, dass sich es dann wirklich auch wieder lohnt, weißt du, so, vor allem wenn du halt Ja. noch die ganzen anderen Systeme da hast, wo du dann wirklich Porträts mitmachen kannst. Vielleicht muss Und man da tatsächlich auch noch mal so ein 4518 mit in den Ring schmeißen. Weil ganz ehrlich, gerade das OM oder auch die also Olympus OM Varianten sind meiner Meinung nach von der Abbildungsleistung her sehr, sehr ordentlich und die sind halt mini. Also wo, ja, mini, mini. wobei ich da wirklich sagen muss, bei dem 42,5 mit der, da ist wirklich diese 1,2er Lichtstärke, die dir den Look wieder bringt, den ich gern hätte, weißt du, so Verstehe. Ja. vom Bokeh her und so. Und das hat ein richtig geiles Bokeh, also das gefällt mir auch. Ich würde jederzeit, glaube ich, dieses Bokeh gegen jedes 1,8er Vollformat Objektiv tauschen, was ich kenne. Also ich kenne sehr viele 1,8er Vollformat, also 85 Millimeter 1,8 Objektive. Mir würde jetzt keins einfallen, wo ich sagen würde, das gefällt mir vom Look her besser als jetzt das kleine MFT Mhm. Lumix. Weil das ist wirklich gut, klar, das ist ja preislich auch nicht günstig. Nee, Aber für ein so MFT-Objektiv ist das richtig kostspielig. dass es ja eigentlich dasselbe abbildet, mehr oder weniger, ist das schon krass. Klar, du musst da nicht mit einem 85 Millimeter 1,2 an einem Vollformatsensor kommen, das ist nochmal ganz was anderes. Aber das ist vor allem auch größentechnisch dann nochmal ganz Ja, was vor allem anderes und manchmal, preislich manchmal sowieso. ist es ja auch einfach fast schon zu viel. Ich habe einem Bekannten, dem, auch Dennis, das neue 135-1.4 Sigma verkauft mit L-Mount-Anschluss. Der hat mir jetzt Bilder gezeigt. Das sieht halt teilweise fast schon surreal aus. Es sieht aus, wie wenn es deine Person, wenn du keinen Bezug mehr zum Hintergrund hast, sieht einfach rein gefotoshoppt aus. Ist Die wirklich Version verrückt. 2 dann, gell? Die Version Nee, 2, also das neue. ja, 135 1.4. Ja, also nicht 1.8, sondern 1.4. 135 Genau. 1,4. Ja, ich habe 35 1,4 verstanden. Nee, nee, nee. Ah, Ja, okay, ja da ist gut, noch nicht so schlimm. 135 Ja. 1,4. Das ist ja, es geht ja eigentlich nicht besser vom Bokeh her. Also das Mir fällt nichts 200 ein. F2 ist noch in derselben Liga, aber da bist du halt bei 200 Millimeter. Aber ansonsten ist da ja nichts Vergleichbares, nicht annähernd irgendwie sowas. Nee, Das ist und schon krass. was vor allem auch wirklich brutal ist, wie scharf dieses Ding bei 1.4 einfach schon ist. Also du musst Ja. nicht abblenden. Das
Das nimmt nochmal zu, wenn du mit Blende 4 ist die Schärfe nochmal besser. Aber ganz ehrlich, man sieht es, also man braucht es nicht, man sieht es nicht. Man kann das ohne Probleme, ohne mit der Wimper zu zucken, auf 1.4 fotografieren. Aber Ja. das Bokeh ist halt einfach brachial. Ja, also wirklich nur so Oberkörperporträt. Das ist krass. Ja. Aber ist natürlich auch wieder ein größeres Objektiv. Da schleppt Ja, schon ein bisschen was hat mit nicht rum. umsonst eine Also, Stativstelle. ja. Aber so, nee, das ist schon, und sowas ist dann natürlich, sowas kriegst du halt an deinen kleinen Sensoren gar nicht. Weißt du, das Nee. ist dann wirklich so, das ist ja dann so diese Kirschchen auf der Sahnehaube, die es für Vollformat dann halt noch gibt. Da bist du ja schon in einem Bereich, wo du selbst mit Mittelformat Probleme hast, sowas zu finden, um das so abzubilden in dem Bereich 135:1.4. Ist ja schon ganz, Gute ganz 100. ordentlich. Ja, eben. Also das 110, 2.0 GFX geht in eine ähnliche Richtung. Auch da habe ich selber schon Bilder gemacht, wo der Hintergrund einfach schon fast zu viel weg ist. Ja? Aber selbst das 110er, also vom Bokeh, von dem 135er ist das ja schon noch sehr weit weg. Weil das ist, also Ja, das 135er, da hat Sigma Bokeh, Monster, Königin, keine Ahnung was. Also das ist schon, hat mir auch sehr gefallen, wobei 135 mm für mich halt schon wieder so eine Brennweite ist, wo es dann echt, das ist mir schon zu lang. Ich bin schon eher so der 85 mm Typ eigentlich, weil da wird es ja vielleicht 100 bald spannend. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Ich will morgen oder so mal hier alles, was gerade hier verfügbar ist, auf den Tisch hier legen und mal ein Bild machen mit, was Equipment gerade da ist. Und dann wirst du genau sehen, was gerade mein Problem ist. Ist der überhaupt stabil genug? Hält er das überhaupt? Den kannst du noch ausfahren auf, ich glaube, 2,60 Meter oder so, was da ist. Dann Stabilität und Platz da. Also, aber ja, es ist ja auch, man muss halt auch sagen, das sind viele Sachen einfach von den Herstellern geliehen. Das ist nicht so, dass ich mir das alles zusammengekauft habe. Deswegen fällt das da ein bisschen einfacher, so viel hier anzusammeln. Aber es ist halt schon trotzdem, wenn du mal die Auswahl hast, ist das. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal sage, das macht es mir sehr schwer, die Auswahl zu treffen, was ich dann benutze und auch so wirklich für einen Urlaub oder so, dass du dann da sitzt und denkst, ja, was nehme ich jetzt mit? Und nach dem Urlaub stellst du dann wieder fest, eigentlich jetzt nur der Osmo Pocket 4 getan, weil du nicht mal zum Bilderschießen gekommen bist oder vielleicht auch gar nicht kommen wolltest, weil die Chancen wären ja da gewesen, aber im Endeffekt wollte ich es auch überhaupt gar nicht. Und Ja, also so von dem, was du jetzt beschrieben hast und was wir auch so abseits vom Podcast geschrieben und gesprochen haben, war das ja auch, der Fokus lag ja bei dem Trip jetzt auf, wir haben eine gute Zeit. die hat man auf jeden Fall. Das ist schon die Hauptsache. Aber England, krass, ey. Also dein Bier kriegst du ja nicht unter 8 Euro oder so für so einen halben Liter ist es, glaube ich, dann. Also die haben auch Preise, da kannst du hier aufs Frühlingsfest gehen. Ja, nur kriegst du hier wenigstens vernünftiges Bier. Ja, da muss man aber sagen, es gibt dort auch gutes Bier. Also wir haben auch schlechtes Bier da getrunken, aber war dann auch was dabei, was man dann auch so, und Gin natürlich auch, London Dry Gin, wo der Name herkommt, da haben sie es wahrscheinlich schon so ein bisschen drauf und so war es dann auch. Also Gin war dann auch ganz gut, aber so insgesamt, mir hat es schon arg gefallen. Mit dem Essen haben sie es nicht ganz so drauf, die Engländer. Klar, wenn du außerhalb bist in so Pubs, wo dann regional, die machen da ihre Spare Ribs oder ihre Steaks der Kuh, die 5 Meter nebendran noch stand, dann schmeckt das halt schon richtig, richtig gut und alles. Aber in London selber Fisch und Chips und so, klar, das willst du ja essen und ich mag ja auch Fischstäbchen oder sowas, ja, aber da ist es ja schon wirklich so, dass dein Fisch hat die Panade ist das Beste an dem Fisch dann, klar, der Fisch schmeckt auch, aber die Panade ist dann richtig gut und dann ist das ja aber so in Fett gedrängt, dass du bekommst das noch mit so Zeitungspapier in deinem Karton da und wenn du den 10 Minuten zu lang hältst, ist dein Karton durchsichtig von dem ganzen Fett und so. Gerade auf diesem Borough Market, wo wirklich
guter Fish in Chip eigentlich serviert wird. Aber das musst du dann halt auch mögen und irgendwann hast du dann doch schon auch genug von dem Essen. Und wenn du dann halt schon wirklich ein Steak oder so haben willst, das zahlst du dann auch. Also das ist schon nochmal ganz andere Klasse. Wir haben zu fünft an einem Abend mal kurz 450 Euro oder so fürs Abendessen liegen gelassen und das war nichts Boah. Besonderes und das war schon krass. Also, ja, das muss man dann schon irgendwie mögen. Das ist Aber ein es war Pocket, cool. Also, das ist ein Pocket 4, den ihr da verhaftet habt. ja, nicht ganz, reicht, glaube ich. Ist da nicht Ja. 4,99 oder so? Also mit Trinkgeld dann ist er drin. Ja, oh Mann, dann haben wir heute schon wieder viel geredet, vor allem Sensorformate. Vielleicht will ja der eine oder andere in den Kommentaren was zuschreiben über sein bevorzugtes Format. Also ich bin da jetzt wirklich gerade wieder an einem Punkt. Ich war ja schon mal so mit der OM3 damals oder auch die OM1, wo ich gesagt habe, MFT eigentlich, es ist total dumm, was Größeres unbedingt zu wollen, weil es für den Großteil echt reicht. Aber wenn man es dann hat, will man es ja irgendwie dann doch auch immer wieder. Was mich da vor allem interessieren würde, wäre, wenn jemand zuhört, der tatsächlich mit einem, vor allem dauerhaft mit einem kleineren Sensor unterwegs ist, also quasi APS-C oder MFT. Da würde mich tatsächlich mal reizen, wieso, weshalb, warum kennt man oder merkt man Nachteile im Alltagsgebrauch? Das wäre tatsächlich mal ganz spannend, glaube ich. Also so wie ich es kenne, ganz viele, gerade MFT-User, sind einfach total zufrieden mit ihrem MFT-System. Und wenn du nichts vermischst, dann ist das ja auch, weiß ich auch nicht. Und es ist trotzdem immer, es ist ja natürlich auch eine Geldfrage am Ende irgendwo mal, weil du ein Ja, MFT-System dir schon auch günstiger aufbauen kannst, wie jetzt ein Vollformatsystem oder sowas. Und Und ganz ehrlich, eine OM3 und zwei von den aktuellen 1,8er Festbrennweiten ist, glaube ich, auch eine verdammt performante Kombi. Vielleicht auch nicht gerade der Schnapper. Die OM3 ist ja schon auch ein bisschen kostspielig. Aber ja, das macht optisch was her und ich glaube, technisch muss ich das auch nicht verstecken. aber du kriegst ja die OM3 mit Aktionen echt fast hinterhergeschmissen, teilweise mit dem Cashback und so allem. Das ist ja schon nochmal ein ganz anderes Level, wie wenn du jetzt mal, musst mal überlegen, Stacked Sensor dann, was da für eine Geschwindigkeit schon dahinter ist, wo du im Vollformat anfangen musst, dass du die Ja. Geschwindigkeit überhaupt kriegst. Da bist du ja beim Doppelten vom Preis eigentlich. Das langt, glaub gar nicht. Ja. Mal schauen, wie sich das so alles weiterentwickelt. Auf jeden Fall, ich werde dir bei deiner Kamera-Crisis auf jeden Fall beistehen. Ja, da kommen dann so Tipps wie, ja, jetzt kommt er zu Leica ohne Autofokus und was weiß ich, was wird nicht passieren, sag ich euch. Komm, ich bitte dich, du hast ja hoffentlich nichts anderes in der Gruppe zwischen dir, mir und Patrick erwartet, wenn du solche Aussagen tätigst. Ja, natürlich. Da ist jeder zweite Satz bekehrt einen zu Leica. So weit bin ich noch nicht. So Ja. tief bin ich noch nicht gesunken, dass ich keinen Autofokus mehr brauche. Ich bin ja der Autofokus-Verfechter und da muss ich ja auch dahinter stehen. Als Dritt- oder Viertkamera wird das vielleicht mal gehen. Aber wie gesagt, in London oder so hätte ich persönlich die definitiv nicht. Also hätte ich von euch zum Beispiel eine geliehen gehabt oder so, ich hätte die nicht mitgenommen. Mhm. Weil das war mir dann, also klar, jetzt nicht auf den ganzen Urlaub bezogen und auch nicht auf ganz London, aber so in gewisse Dinger, wo du weißt, dass du da reingehst, dass jetzt sehr viele Leute auf einem Haufen und du hörst, dass da nicht so toll ist, da ist es dann so, nee, dann wird es wahrscheinlich eher zu Hause bleiben. Das Da kann ist ich die aber Angst komplett zu groß. nachvollziehen. Ich habe ja final, wo es um mich geschehen war, wo die Entscheidung gefallen ist, okay, es muss auf jeden Fall eine M her. Da hatte ich ja eine M11P mit dem 35er Apo. Das ist halt mal kurz eine fast 20.000 Euro Kombi. Da bin ich auch ehrlich, so die Das ist einschlägigen Dinger, irgendwie Bahnhof und so, habe ich die auch einfach weggepackt, weil man muss es ja auch nicht drauf anlegen. Vor allem, wenn du dann Street fotografierst, wo dir, wenn es dumm läuft, irgendjemand mal auf die Nase hauen will, dann wird es ja nochmal ganz anders. Und naja, das ist dann. Wobei der Tobi hat auch echt ein paar, also der hat es auch krachen lassen. Der hat so ein bisschen einen auf Feilen gemacht und da mal rumfotografiert. Und die Leute dort sind ja auch relativ entspannt eigentlich. Dafür hat Ich er bin auch echt coole mal Bilder gemacht. gespannt, wie lang Tobi jetzt mit der Fuji unterwegs ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass
dass er die jetzt öfter dabei hat. Kommt drauf an, wie arg der Ein-Ausschalter ihn dann noch nervt. Weil das hat ihn schon wirklich sehr angenervt, und er hat es dann auch, er hat das gesehen, dass der Schalter ja hier, ist ja ein Problem an der Kamera mehr oder weniger, und er hat es dann wieder geladen in den Rucksack rein und da war die Kamera dann schon wieder an. Und das ist dann halt so, da musste ich schon echt dran gewöhnen dann. Das ist ja schon der erste Fehler. Die Kamera, da muss man einfach einen vernünftigen Gurt dran machen und sich die einfach umhängen. Die darf nicht So hat er es ja dann die ganze Zeit gemacht. Also ja, die also hat da er habe dann ich echt sehr die ganze gute Zeit nur Ergebnisse, noch. oder was heißt Ergebnisse, da habe ich sehr gute Erfahrungen gehabt. Bleibe ich auch dabei, wiederhole mich wie eine kaputte Schallplatte, aber die X106 vermisse ich echt. Ja, ich kenne einen Laden, wo sie kaufen kannst. Noch nie davon gehört. Oh Mann, ja. Also gut, Na gut, ich denke, in diesem Sinne, dann oder? haben wir heute schon wieder, ja, wir haben schon wieder sehr, sehr lang geredet, für das wir es kurz halten wollen. Und wie steht's denn hier in der Champions League? Ich gucke mal kurz rein, was wir da verpasst haben, weil das letzte Mal ging es da ja direkt schon nach, wie viel, 30 Sekunden oder so los. Ja. Da ist ja immer was los. Der Kracher, es steht 1-0 für Bayern. Was? Kleiner Spoiler für die das Spiel am Donnerstag noch nicht gesehen haben. Okay. Also gut, Dennis, hat mich mal wieder gefreut. Ich hoffe, die Freude ist Leute auch. meinerseits. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Auch wenn es heute mal stressig war, wird es nächste Woche vielleicht ein bisschen weniger stressig. Schauen wir mal. Vielleicht nehmen wir uns nächste Woche mal vor, eine extra lange Folge aufzunehmen. Dann klappt es auch mit der kurzen vielleicht. Dann wird es mal kürzer. Ja, schauen wir mal. Also gut, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und dem Rest eine gute Dito. Zeit, wann immer das gehört wird. Bis dann. Ciao. Haut rein. Ciao, ciao.